Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute mit dem Fahrrad von Münster nach Billerbeck und wieder zurück. Ich beginne die Tour am Freilichtmuseum Mühlenhof in Münster und komme nachher auch wieder hierhin zurück. Vom Freilichtmuseum ist man ganz schnell aus der Stadt raus und jetzt geht es erstmal in Richtung Rooksel. Heute ist ein wunderschöner Tag, kein Wölkchen am Himmel, das hat man in Münster sehr selten. Es ist jetzt 11:30 ungefähr mittags und es ist noch ein bisschen frisch, aber es soll insgesamt 24 Grad heute werden, also ideal zum Radfahren. Ich bin jetzt an Rooksel vorbei, der nächste Ort wird Schabdetten sein. Die ganze Tour wird ungefähr etwas über 50 Kilometer lang sein, ich weiß es nicht ganz genau. Einen GPX-Track mit der genauen Entfernung und mit Höhenprofilen findet ihr über meine Homepage, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Diese Tour hat sogar ein paar Steigungen, was für das Münsterland sehr ungewöhnlich ist. Aber das sollte man mit ein bisschen Training oder mit einem E-Bike auch schaffen. Im Notfall kann man auch schieben, das ist nicht lang. Es sind sehr viele Leute unterwegs, kein Wunder bei dem schönen Wetter. Sehr viele mit E-Bikes, aber auch sehr viele mit Rennrädern. Das hat sich irgendwie zum Trend hier entwickelt. Als ich hier nach Münster gezogen bin, war das noch nicht so. Ja, ich wollte mir auch gerne ein Fahrrad kaufen, aber das ist im Moment gar nicht so einfach. Ich war im Laden, gab es nichts mehr, was ich haben wollte. Gravelbikes, Rennräder, alles ausverkauft. Die Rahmen und die Komponenten der Fahrräder werden ja alle in Fernost hergestellt und das ist im Moment ein bisschen schwierig, die herzubekommen. Ja, was sollte ich jetzt machen? Habe ich ein bisschen rumgesucht und da ich was Spezielles haben wollte, und zwar einen Stahlrahmen für mein Gravelbike, was ich mir bestellen wollte, habe ich dann doch noch eins gefunden und das habe ich dann auch bestellt, was natürlich immer ein bisschen Risiko ist. Man weiß ja nie, ob das dann passt. Eigentlich finde ich es schöner, wenn man in den Laden gehen kann und es ausprobieren kann, aber das war nun nicht möglich und jetzt warte ich darauf. Mal sehen, ob es ankommt und wie es ankommt und ob es passt. Ich werde es auf jeden Fall hier auf dem Kanal noch vorstellen, wenn euch das interessiert. Also den Kanal abonnieren, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Da kommen jetzt die Baumberge, an deren Fuß liegt Schabdetten. Und da fahre ich dann noch durch und dann runter ins Stevertal und dann zur Steverquelle. Und von da aus dann hoch nach Billerbeck. Ich bin jetzt am Schützenplatz oder der Vogelwiese, wie immer man es nennt, von Schabdetten angekommen. Die kommt bei mir ungefähr gefühlt in jedem dritten Video vor. Ich fahre nachher auch noch wieder an der Burg Hülsau vorbei auf dem Rückweg, aber versprochen, es kommt auch noch was Neues vor in diesem Video. Ja, da wird dann der Vogel hochgezogen und dann versucht jeder möglichst dran vorbeizuschießen, damit er nicht Schützenkönig wird und für alle bezahlen muss. Es ist inzwischen 1 Uhr mittags und also Zeit, was zu kochen und das mache ich jetzt. Ja, es gibt Gemüse und zwar Aubergine, Paprika und Mais. Und dazu Reis. Das kann man alles in einem Topf kochen. Der Reis braucht nur 10 Minuten kochen und kann dann vielleicht 10 Minuten ziehen und dann ist der auch gut. Das spart Gas. Ja, keine 5 Minuten und das Essen kocht. So, das Essen ist inzwischen fertig, hat gar nicht lange gedauert. Jetzt kann es losgehen. So, alles aufgegessen, alles eingepackt, dann kann es ja weitergehen.
Ich bin jetzt durch Schabtetten durch und jetzt geht es runter ins Stevertal. Da hinten kann man Nottuln liegen sehen. Ich bin jetzt im Stevertal und komme auch gleich zur Stever Quelle. Die Stever meandert so nachher durchs Münsterland und mündet dann in den Halterner See und später dann noch in die Lippe. Ja, das Stevertal ist sehr idyllisch und in Stevertal selber gibt es einige Ausflugslokale. Die konnte ich jetzt leider nicht filmen, weil da sehr viele Leute saßen. Also man braucht nicht selber kochen, sondern kann hier auch wunderbar einkehren auf der Strecke. So, ich bin jetzt gleich an der Steverquelle und hier wird mal erklärt, warum die ganzen Quellen in den Baumbergen im Tal liegen und nicht weiter oben. So, hier kann man jetzt in Richtung Quelle gehen, aber ich glaube, man kommt nicht ganz ran. So, jetzt befinde ich mich auf dem ersten ernsthafteren Anstieg der Strecke. Der war aber nur kurz und ich bin jetzt schon wieder oben. Ja, jetzt ging es gerade noch mal ein Stück hoch und die nächste Steigung sehe ich auch schon, da vorne, wo diese Baumreihe ist. Schlecht zu zeigen, da. Aber das ist auch nur ein kleines Stück. Dann ist es auch schon fast geschafft. Ja, der Holunder steht in voller Blüte im Moment und duftet ganz toll. Ja, und da geht es jetzt gleich hoch. Immer an den Bäumen entlang. Im kleinsten Gang und ganz langsam treten, dann ist das alles kein Problem. Da vorne ist auch schon wieder Schluss. Dann geht es nach links. Und dann weiß ich aber nicht, ob da noch eine Steigung zwischen Billerbeck und diesem Campingplatz oder diesem Freizeitpark, der hier links ist, liegt. Ich bin da hinter nämlich noch nie gewesen. Die Strecke ist auch neu für mich. Also es ist kein Freizeitpark, sondern so ein Ferienpark mit kleinen Ferienhäusern. So wie man hier vielleicht hinter mir sieht, kann man an dem Ferienpark auch einkehren. Da ist so ein kleiner Kiosk. So, es geht hier jetzt auf dem Bergkamm auf so einer kleinen Nebenstraße Richtung Billerbeck. Es ist wunderschön hier und ruhig. Leider geht es auf dem Rückweg dann an der Hauptstraße entlang, aber auch an einem Fahrradweg, der nicht an der Straße entlang führt, sondern davon getrennt ist, soweit ich mich erinnern kann. So, und da ragen jetzt schon die Spitzen des Doms, glaube ich, über die Bäume. Das kann man aber wahrscheinlich auf der Kamera jetzt nicht sehen. Da hinten führt die Hauptstraße, aber das kann man jetzt auch kaum sehen. Es ist jedenfalls wunderschön hier und es lohnt sich mal herzukommen. So, bevor jetzt die Teerstraße auf die Hauptstraße trifft, geht es hier nach links in den Wald rein. So, hier hat man jetzt das erste Mal Blick auf den Dom, der aber gar kein Dom ist. So, hier ist jetzt die Berkelquelle. Vielleicht kann man es auf der Kamera auch erkennen. Da sprudelt ein bisschen das Wasser. Das sprudelt hier in den Berkelquellteich. Und wir folgen jetzt der Berkel südlich der Stadt und biegen dann nach rechts zum Dom hin ab. So, bei dieser Doppelbrücke biegt man jetzt ab in die Stadt. Und als erstes kommt man dann an der Johanneskirche vorbei.
So, das Ziel der Tour Billerbeck ist erreicht. Ich bin hier jetzt auf dem Johanneskirchplatz. Ich gehe jetzt noch zum Domplatz. Da wird es wahrscheinlich sehr voll sein und ich kann nicht sehr viel filmen bzw. nichts dazu sagen. Ja, wie erwartet war es auf dem Domplatz sehr voll. Alle Restaurants und Cafés super gut besucht und vor der Eisdiele die Schlange ging einmal um den Block. Ja, ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg. Es geht über Havixbeck zurück nach Münster. So, jetzt kann man hier an der Hauptstraße entlang nach Havixbeck zurückfahren oder man fährt hier hoch und kommt dann auf den Weg, den ich eben gekommen bin. Ich bin da oben am Waldrand eben in den Wald eingebogen und da kommt man dann am Longinusturm vorbei, wenn man das möchte. Das ist auch eine sehr schöne Tour. Wenn man diesen kleinen Hügel erreicht hat, oben, dann ist das eigentlich fast eben. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, diesen Weg zu fahren, auch wenn ich jetzt ein Stück zweimal fahren muss. Aber an der Hauptstraße war es mir zu laut. Wenn man in die andere Richtung fährt, dann sieht man ja auch noch wieder Dinge, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. So, ich bin jetzt wieder an diesem Ferienpark vorbei. Jetzt geht es ein kleines Stück bergan. Dann auf der Höhe vorbei am Longinusturm und dann in einem runter nach Havixbeck. Man kann hier in den Baumbergen übrigens auch sehr schön wandern gehen. Ich habe da auch schon Videos drüber gedreht. Ich verlinke euch mal eins hier oben in der Ecke. So, das ist der Longinusturm. Soweit ich weiß, kann man da hochgehen und hat dann einen wunderschönen Ausblick über die Baumberge. Ich fahre jetzt hier weiter und dann geht es nur noch runter bis nach Havixbeck. Ich bin jetzt durch Havixbeck durch. Leider war ich 8 Minuten zu spät und meine Lieblingsbäckerei war schon zu. Da musste ich leider ein Eis essen. Ich habe mich dann an die Kirche gesetzt und habe das da genossen. Ja, ich bin jetzt hier wieder auf meinem altbekannten Weg zur Burg Hülshoff zum x-ten Mal. Und weil ihr das auch schon so oft gesehen habt, werde ich das jetzt nicht weiter filmen, sondern höre jetzt auf. Wenn euch das interessiert, wie es weitergeht, dann schaut euch einfach mal auf meinem Kanal um. Dann gibt es ein paar Videos, wo ich das dann zeige. Ja, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass ich was Neues mache und mal aus dem Münsterland wieder rauskomme. Ich bin dabei, eine längere Tour zu planen und ich hoffe, dass das klappt. Und wenn das so ist, dann werden natürlich hier die entsprechenden Videos kommen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!